Warum noch nicht? Aha. Ja. Ach, noch nicht. Also irgendwas hier ist schon alles dran, der Verstärker. Die Lautsprecher fehlen noch. Ja. So. Na, ist halt Technik. Dann sind wir komplett, ja. Mhm. Ja, etwa. Ah ja, man hört schon etwas Rauschen, genau. Ja, ja. So, ich muss mal wieder ein bisschen Winter einstellen. Ja, so sollte es vielleicht. Was haben wir hier? Ja, gut. Unter diesen, das ist ja ganz interessant zu sehen, da haben Sie doch auch irgendwas angeordnet hier. Ne? Ja, das ist auch ein Patent von mir. Ja. Naja, man kann es auch elektronisch machen und die Professoren haben es natürlich hier drin auch elektronisch gemacht. Es ist verschwiegen hier unten drunter und hier unten drunter. Wenn man ran will, muss man also Aufklappen, die ja. Manuale erst mal abbauen. Nicht? Aber das ist schon seit eh und je. Wann war das? Warten Sie mal. Ja. Ich habe erst nach dem Krieg angemeldet, weil ich hatte es natürlich schon lange, schon am Rundfunktrautonium, nicht? In gewisser Weise, aber das war ja damals völlig sinnlos, sich auf Patentsachen einzulassen. Ja, Da konnte man sowieso nicht anfassen. Und dann habe ich das nach dem Krieg gemacht und da ist es, ich habe es auch nur in Deutschland gemacht, nur um irgendwo mal festzulegen, halt, wo es herkommt. Ich bin mit dem Spielen ein bisschen zurück, weil durch viele andere Dinge kommt man nicht so zum Üben. Ja, ja. Wenn man meine Sachen spielen will, muss man ganz schön üben. Das glaube ich. Das glaube ich gerne. Von meiner nächsten CD kann ich, manche Sachen muss ich wieder ganz neu lernen, weil man, wenn man das ein Jahr lang nicht gemacht hat, so ungefähr. Das ist diese Registrierung ist ziemlich schwierig. Und das Spielen ist auch nicht leicht natürlich. Das glaube ich gerne. So, immer noch ein bisschen viel, na schön. So. Das heißt, je nachdem, wie stark Sie auf die Seite, Ja, auf das man das ist ein Einsatzwiderstand, Sie sehen, der bewegt sich hier. Ja, und ja. zwar, der Witz der Konstruktion ist, dass diese feine, wo es als Pianissimo ist, Ja. dass da nichts ist, der Druck geht immer auf die andere Seite. Ach, Ja. so ist das, ja. So, nicht? Und insofern kann man das also einbeziehen. Es ist nicht so, dass es immer schlechter wird durch Druck oder irgendwas, nicht wahr? Sondern das bleibt dann konstant und hat natürlich eine unmittelbare Möglichkeit ranzukommen, dass man auch das, also wenn da irgendwas ist, kann man Kleinigkeiten machen. Und das hat sich natürlich bewährt und ist auch in dieser Form nirgends anders möglich. Wo will man denn so eine großen Dinger unterbringen, wenn man zum Beispiel Tasten hat? Ja, eben. Nicht? Stimmt. Jede Taste mit natürlich. Naja, also die ganze Keyboard-Frage ist hier völlig draußen. Nicht? Stimmt. Es ist unmöglich, hier in mir in der Elektronik mit 12 Halbtönen in der Oktav auszukommen. Das ist also ausgeschlossen. Also wenn das wäre, dann wären meine Kompositionen tatsächlich alle unspielbar. Ja, Nicht? ja. Erstens mit temperierter Stimmung und zweitens, dass man in der Oktav nichts anderes hat als 12 Halbtöne, ist natürlich von hier aus gesehen unzureichend. Glattweg unzureichend. Ja, ja. Und nun kommt aber diese andere Geschichte noch hinzu, die subharmonischen. Und da möchte ich sagen, dass eigentlich diese Kopplung was ganz Merkwürdiges ist. Und ich kann mir nicht denken, wie das später mal, wie das später mal wird, wenn man das braucht und hat es nicht. Was macht man denn dann? Ja, also wenn man das nicht sieht versteht. jetzt traurigerweise so aus, ja. Nicht? Denn ich meine, das haben die Professoren gebaut nach meinem, das haben das sehr schön gemacht. Ja, und, aber einmal und nicht wieder natürlich, nicht? Die haben das für ihre Schüler. Ja, aber die haben doch technische Unterlagen sicherlich dazu, ne? Naja, ich meine, also sie haben mein Instrument genau mit allen Schikanen nicht und so gekannt. Es hat natürlich in der technischen Schaltung nicht so viel genutzt, sie mussten es
in das Mikroelektronische umdenken Ja, und ja. auch ummachen. Nicht? Und das ist dann schon eine ganz andere Art von Schaltung. Aber jedenfalls haben sich jetzt durch diese Übertragung auf Mikroelektronik haben sich Vorteile ergeben für diese Technik mit diesen Subharmonischen. Das ist ja eine Zähltechnik. Ja. Nicht? Wir gehen jetzt hier runter bis 24. Mal sehen, wo haben wir das? Ja, der ist jetzt dran. Ja, und den nehmen wir noch weg. Und der oberste ist hier nicht drin, die 1, da ist die 0, die 1 ist bloß hier. Ja. Also diese hohe Stimme ist eigentlich die einzige, die jetzt konstruiert ist mit der Seite. Und alle anderen werden abgeleitet. Auch das da, was jetzt hier ist abgeleitet von diesen hohen Frequenzen. Sie eine an, ja. Durch Subharmonik. Und das ist hier, wie Sie sehen, die 24. Da ist noch einer mit drin. Ah, ja. Nicht? Und nun entsteht die merkwürdige Mischung zwischen einer kontinuierlichen Tongestaltung und einer ganz exakt harmonischen Intervallkonstruktion. Ja. Und diese Kopplung ist natürlich, ich will mal das wieder zurücknehmen, so, diese Kopplung ist natürlich was sehr Merkwürdiges, nicht wahr? Wenn man hier in dieser Reihe 2 Töne nimmt und zum Beispiel reine harmonische Quinten, da passiert nichts, keine Schwebung, nichts. Und aber Die laufen mit, ja. ein Glissando mit rein harmonischen Intervallen. Ja, toll. Und man muss nichts machen. Ja, natürlich. Also man kann gar nicht mal. Also wenn also Akkorde gefragt sind, nicht wahr? Und es kommen ja, gerade auf meiner neuen CD habe ich das ja nun so gemacht, dass ich mir gesagt habe, ich zeige mal, was man hier machen kann, ohne alles. Also ohne Tonbandgeräte, ohne Dings, sondern bloß das, was man direkt spielen kann. Nicht? Und das wird natürlich mit solchen Möglichkeiten erstaunlich. Ja. Nicht? Das glaube ich. Nicht mit 8-stimmigen Akkorden oder 6-stimmigen Akkorden und Abwechsel und allem Möglichen. Da gibt es also Sachen, die, wenn man sie haben will, nur hier überhaupt wichtig sind zu spielen. Nicht? Und eines Tages tritt der Fall ein, man hat es nicht mehr. Nicht? Das Ding ist zwar da, nicht? Aber es ist niemand da, der es spielt, es ist auch niemand da, der es lehrt und so. Ein höchst merkwürdiger Zustand. Ja, das ist ein trauriger Zustand meines Erachtens. Das ist auch ein trauriger Zustand, natürlich. Nicht? Früher hat man immer gesagt, ach, Sie sind ja da, nicht, wenn wir was brauchen. Ja, eben. Nicht? Aber einmal wird das also auch mal aufhören. Ich hoffe zwar, dass ich noch eine ganze Menge Jahre machen kann, aber man hat doch inzwischen schon ein nahezu biblisches Alter erreicht. Nicht? Und es ist schon merkwürdig, dass, ich meine, wenn ich jetzt rechne, seit 1930, wo ich anfing, bis jetzt 97, das sind also immerhin 67 Jahre, allein auf der Welt. Es kam zu glauben, aber es ist Tatsache. Am Anfang waren noch ein paar da. Ja, da waren noch ein paar da war Telefunken noch da. Ja. Klar. Das hat sich aber natürlich durch diese politische Umwälzung äußerst schnell verflüchtigt und dann plötzlich war ich allein da. Nicht? Und das bin ich dann aber auch hinterher geblieben, wo man es nicht unbedingt mehr hätte bleiben müssen. Na ja, gut, aber ich meine, wenn man Sie und Ihre Sachen hört, dann denke ich schon, also Es da ist muss man richtig. jahrelang Es ist- was für tun. Ja, da muss man jahrelang Jahrzehnte, was dafür ja. tun, natürlich. Nicht? Aber Das Naja. ist ja nicht vermeiden, es geht nun mal nicht anders. es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Der Aufwand muss betrieben werden oder man Das kann wird sich es. nicht irgendwie erzwingen lassen. Sie werden keine Annonce aufgeben können, suche Nachfolger und es wird jemand Nö, bekommen. nö, Das muss jemand genau sein, der so mit dem Erstmal muss man Instrument jung lebt. sein, nicht? Der muss jung anfangen. Nicht? Ich habe zwei. Erstens mal meinen Mann, der die Schallplatten macht, aber er hat es bisher nicht geschafft. Sein Techniker hat ihn mittendrin bei der Konstruktion im Stich gelassen. Da wurde es plötzlich irgendwie zu kompliziert. Ich weiß auch nicht warum. Nicht? Ich kann hiermit auch nichts anfangen als Konstrukteur, weil ich natürlich die Technik erst lernen müsste. Ich müsste zu den Professoren gehen, hätten aber 20 Jahre früher sein müssen. Eben. Ja. Was passiert denn, wenn das Gerät mal ausfällt? Dieses hier. Ja, na gut, da muss der Professor kommen. Nicht? Der weiß noch, hat noch ein bisschen Überblick. Ja, die drei Konstrukteure, die wissen schon Bescheid. Nicht? Ja, Die haben das so ist- Überblick, ja. Das ist ja wichtig, dass Sie noch jemanden, denn früher waren Sie auch Ihr eigener Servicetechniker. Ja, das war mein, so mein großer Vorteil bei dieser Sache, denn wenn man nicht sein eigener Servicetechniker ist, dann kann der Absturz
irgendwann passieren. Und auch wenn so viele vor den Philharmonikern sitzen. Nicht sehr angenehm wäre sowas. Nicht? Haben Sie sowas schon mal erlebt, dann, wenn Sie Ihre Nein, Konzerte ich habe gegeben nur haben? einen Einzelabsturz erlebt, das war aber nicht mein Instrument, sondern das war in Bayreuth bei einer der Vorstellungen, wo mir der Wolfgang gesagt hat, nehmen Sie doch mal meinen schönen Dynamo, wir haben extra Dynamo angesetzt, nicht und so weiter. Naja, und ich habe gesagt, er wird es ja schon wissen, nicht? Das ist eine Kunst, nehmen wir mal heute Ihren Dynamo, nicht? Ja. Und dann kam so die große Umbauszene vom ersten zum zweiten Akt, der eiserne Vorhang geht runter, hinten furchtbarer Lärm und alles Mögliche, nicht wahr? Und da ist gut die große Musik zwischendrin, die alles zudeckt, nicht? Mit den Glocken. Ja, und wie ich meinen Kopfhörer aufsetze und so, ist das plötzlich da unten. Die Spannung war ungefähr auf 110 Volt runter. Ach, die Hälfte. Haben Sie eigentlich dann mit dem Instrument irgendwo auf der Bühne gesessen oder im Orchestergraben? Im Orchester. In Sie waren Bayreuth im Orchester. im Orchestergraben, Im waren Sie Orchestergraben, drin? ja, ja. Das hatte ich so, dass das nicht als Instrument nicht so auffiel, schön so in der Schlagzeuggegend, nicht? Und die Lautsprecher hingen da oben drin, so auf Riesenscheiben. Ja. Das war eigentlich, ich meine, das ist natürlich schlecht und Knabbersbusch guckt sich, was ist denn los? Nicht? Und ich sage, Und es kamen keine Glocken dann mehr. da, Oder wie hat bei man dieser das schönen gelöst? Stelle kam gleich kleine Glocken. In der Pause nachher konnte man natürlich das wieder einstimmen Ja. und da war natürlich diese Riesensache weg. Nicht? Aber seitdem hatte ich dann immer nur Bayreuth dran. Nicht? Und das war, da ist nie passiert. Nicht? Das städtische Netz ist natürlich. Hat Sie eigentlich Wieland oder Wolfgang Wagner nach Bayreuth geholt? Oder Ja, wer der- ist darauf gekommen, dass Sie Ja, das Wieland machen war konnten? das, nicht? Ja, der hat das mit Orff gesprochen, nicht? Wir wollen das mal machen, nicht? Der hat das gemacht. Und ja, Wolfgang hat es dann noch, nach seinem Tod, hat es noch weitergemacht, aber es ging nicht mehr lang. Ich war da 56 und 57 oder 87, nee, 6 und 57, denn 58 kam ich ja bereits mit meinem eigenen, mit meinem Studio, Ambitionen, hatte mir mein Studio eingerichtet. Ja, ja. Nicht? Und von da ab war also solche Sachen völlig unmöglich. Nicht? Da war 4 Wochen vielleicht für 4 Vorstellungen. Aber Sie waren sonst die Festspielzeit waren Sie in Bayreuth dann geblieben mit dem, Naja, dem bleibt halt Instrument? nichts anderes übrig. Ja. Ja. Einmal habe ich Dummheit gemacht, da bin ich mal runter nach München, habe da irgendwas gemacht, da also am Ammersee für so einen Jugendproduzenten, ich weiß nicht mehr, Schneewittchen oder Schneeweiß und Rosenrot oder irgend sowas. Nicht? Naja, aber das ist Quatsch. Nicht? Da fährt man runter und dann wieder rauf, da rast man rauf und dann wieder. Das ist also dann schon lieber Sommerfrische da. Nicht? Aber ich meine, es ist natürlich eine riesige Zeitverschwendung und wenn dann irgendwas losgeht, kann man es nicht durchhalten. Auch sonst habe ich alles absagen müssen. Ich habe ja bis 1960 noch in München, den habe ich noch die letzten Vorstellungen von Parzival und Jean Aubuchet gegeben. Die haben das immer noch zusammengelegt, damit ich mit einmal für beide da runterkam. Und dann musste aber das auch absolut aufhören, weil es mit dem Film bereits so weit gegangen war, dass es nicht mehr zu vereinbaren. Die Filme stürzten ja, also in einer Lawine. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja. Und dann habe ich natürlich einfach alles rumreißen erstmal sein lassen. Ist klar. Und hier muss ich sagen, bin ich jetzt auch nicht sehr scharf auf Rumreißen. Denn erstmal der Aufwand ist riesig jetzt, viel größer geworden. Sowas müsste ja mit. Und für Genzmer ist es nicht so geeignet, diese Geschichte hier, wie sie hier angeordnet ist. Also das Mixtur-Sartorium-Konzert müsste speziell hier nochmal aufgearbeitet werden. Ich habe es hier auch noch nicht gespielt. Ich meine, spielen kann man es natürlich, aber die Registrierung ist ein bisschen anders als bei mir, ich sage mal, für so eine Geschichte. Denn ich habe ja immer noch Genzmer im Auge gehabt, es spielt mir gerade an der Superstar, der Witz, was zu machen war. Und das ist hier ein wenig schwierig. Ich weiß gar nicht, wie ich es machen würde und ich kann es auch jetzt nicht mehr machen, natürlich nicht. Aber man kann es natürlich alles hinkriegen. Bloß wenn man das alles unter eine Glocke bringen muss, dann wird man auch hier nochmal eine Konstruktion finden müssen, die beide Möglichkeiten vereint. Als erstes Konzertante und dann natürlich auch das so, wie es hier ist. Ja. Was meinen Sie jetzt mit Konzertant? Was Ja, unterscheidet das von dem, Konzertant, was es hier ist ist? einfach noch ein bisschen was anderes. Im Konzert kann man mit solchen komplizierten Sachen so. nicht allzu viel anfangen. Man hat einfach die Zeit nicht, das Ja, ja. umzuregistrieren. Nicht? Da müssen andere, da müssen also noch wesentliche Spielhilfen müssen da noch angebracht werden. Ja, ja, nicht? ja.
Was ja im Prinzip ja, ich sag mal, wenn es digitale Technik ist, ich meine, okay, entsprechend Ja, ja, Aufwand natürlich. vorausgesetzt, aber Ja, ja. machbar wäre dann. Ne? Ja, ja. Ja. Also wie das mal gelöst wird mit Mikroelektronik oder mit was auch immer, ich weiß nicht, man kann auch noch andere Möglichkeiten vielleicht auch Sinn, aber jedenfalls von hier ab ist alles konstant und da darf sich nichts ändern. Aber von hier ab, da könnte man noch andere Möglichkeiten machen. Und es sind ja auch viele Sachen, die eingebaut sind, sehr nett und vernünftig, nach hier Kombination, aber die kann ich alle nicht verwenden, weil sie in der Historie nicht drin sind und hier alles jetzt auf Kombinationen umstellen, sodass man mal hier oder hier spielt oder mal so, das hat keinen Sinn. Nicht? Das ist, ich muss einfach sehen, dass ich im Stil weitermachen kann und das hindert ja nichts. Nicht? Ich kann ja ruhig ein paar Knöpfe dran sein, die man nicht braucht. Ja, eben, klar, logisch. Ja. Aber ist schon toll, dieses Instrument. Also ich meine, das ist ja ein Riesenaufwand getrieben worden. Wie lange hat es eigentlich gedauert, dieses jetzt hier zu konstruieren? Ja, es war auch ziemlich lang. Sie haben die erste Konstruktion haben sie dann ziemlich schnell geschafft, in ungefähr 2 Jahren. Da stand es schon mal auf der Funkausstellung. Aber bis es nun so weit war, dass es zu mir kommen konnte und dass sie sagen, jetzt probieren Sie es mal selber, nicht wahr? Da haben sie doch noch ein paar Jahre reinstecken müssen, die Professoren, aber nicht etwa nun so. Nicht? Das war Nebenarbeit. Ja, Ich ja. meine, viel beschäftigte Leute können ja nun nicht dauernd Trautonium bauen. Eben. Nicht? Und ich konnte es aber auch nicht, ich konnte ihnen auch nichts abnehmen. Nur nachher, wie wir so weit waren, dass es so Spieltechnik war, dann habe ich doch gesagt, jetzt können Sie es ruhig zu mir stellen, der Rest, das kann ich dann schon machen und muss ich auch machen. Nicht? Und da ging es dann, naja, im Ganzen hat es so, glaube ich, 7 Jahre gedauert, wie sie angefangen hatten, 81 bis 87 oder bis 88. Und dann stand es bei mir. Na, da haben Sie ja ordentlichen Aufwand getrieben da. Ja, also kann man sagen. Ja. Da sind auch etliche Dissertationen bei abgefallen, ne, habe ich gehört. Oder irgendwie so Diplomarbeiten. Ne? Ja, Diplomarbeiten. Ja. Dissertation konnte man wohl an der Fachhochschule das ist nicht klar, machen. klar. Nicht? Ja. Aber Diplomarbeiten, das war ja der Sinn. Sonst hätten sie es ja gar nicht machen können. Ach so, ja. Nicht? Sie sind ja keine Konstrukteure für Musikinstrumente, aber die Aufgaben, die drin sind, hier der Formant, dann hier die Subharmonik, dann hier diese merkwürdige Manualtechnik und so, nicht wahr? Das konnte man aufteilen in einzelne Arbeiten. Und das haben dann ich weiß gar nicht, ob sie alle von den Dingern gemacht haben hier oder ob dann die Werkstatt oder die Professoren nochmal eingegriffen haben. Manche haben es sicher, die sind dann sicher bei den Professoren nochmal richtig gemacht worden, sind hier sehr schwierige dabei. Sehr schwierige. Ja. Aber es ist hier eben ein großer Vorteil, dass man hier mit diesen Dingern, mit dieser C-Reihe, kann man absolut sicher sein über den ganzen Manualbereich. Und wenn er so lang wäre, würde es sicher auch noch klappen. Ja. Nicht? Da passiert einfach nichts. Während mit Röhren war das ja eine ganz komplizierte Schaltung, siehe mein Patent, nicht wahr? Und ich hätte nicht ad infinitum gehen können. Ich hätte also meine neuen Kompositionen, die jetzt auf der CD sind, hätte ich auf meinem Instrument, was jetzt im Bond steht, so ohne weiteres nicht spielen können. Da hätte ich erst noch mal nachdenken müssen, wie macht man das, wenn man unbedingt nur mal einen solchen Bereich braucht. Denn der Bereich war eben durch diese Schaltung ein bisschen eingegrenzt. Vor allem in den Tiefen. Wenn man so diese Dinge denkt, hier wie 24, hatte ich bei mir gar nicht drin, bei 20 habe ich aufgehört. Nicht? Und jetzt meine neue Komposition, die brauchen den ganzen Bereich und auch bis 24. Nicht? Die Seiten, die da drauf gespannt sind, das sind ja spezielle Anfertigungen. Ja, das ist eine spezielle Anfertigung, ja. Eine Darmseite als Grundlage und dann aufgewickelt statt Silberdraht Widerstandsdraht. Wer stellt das denn her? Naja, also wir hatten damals immer Geigenbauer, die also Saiten wickeln. Ja. Die Geige braucht ja und Cello und so, nicht auch der Flügel. Also die Bespannung von irgendwas, die ist ja als Technik da unbedingt notwendig. Nicht? Vielleicht nicht so lang, wie hier es jetzt ist, aber man findet dann immer doch irgendwelche. Und andere von den jungen Leuten haben sich auch ein paar selber welche gemacht. Ach, sehr. Ja. Das heißt also, Sie kämen noch an, ich sag mal, wenn die mal kaputt gehen würde. Ja, wenn sie kaputt, aber nun ist sie schon. Seit das Ding besteht, von den Professoren konstruiert, sind es immerhin jetzt 97, 7 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre. 10 Jahre mindestens sind die drauf und noch nie was passiert. Ach nee, dann, ich dachte, jetzt würde irgendwie vielleicht abgespielt werden oder so. Sie hat ja keine, nicht? Sie ist ja nur ganz schwach gespannt. Nicht? Sie braucht also nicht zu reißen. Nicht? Und Tennisanforderungen hat sie auch nicht erst. Also, da kann im Prinzip eigentlich, wenn jemand ganz ungeschickt ist und reißt das so, dann kann man sich das schon vorstellen. Nee, das ist klar. Nicht? Aber ich habe in meinem Leben hier noch nie eine Seite zerrissen. Auch meine früheren Zeiten, das kann eigentlich nicht passieren. Nicht? Denn die Spieltechnik ist ja noch möglichst auf Leichtigkeit
eingerichtet. Naja. Ja, sonst hätten sie auch nicht so virtuos spielen können, glaube ich. Ja, natürlich, selbstverständlich. Wenn man da drücken muss und das weiß ich nicht, das wäre dann nicht möglich. Ja. Ja. Und damals hatten sie ja auch, noch in den 30er Jahren gab es doch diese Sendung allerlei von 2 bis 3. Ja, bei Herbert Jäger. Ja, da hatten sie doch auch gesagt, da mussten sie auch ganz schön für, sag ich mal, üben, weil es immer im wöchentlichen Turnus ging. Nein, das hat auch mit Jäger nichts mehr zu tun. Das waren dann meine eigenen Sendungen. Ah, ja. Das war die Viertelstunde, die sie dann eingerichtet hatten, Musik auf dem Trautumclub. Ach so, ich dachte, das wäre so eine 15 Minuten. Ja. Nicht? Ja. Das war natürlich was. Überlegen wir mal, auf jeder Woche 15 Minuten. Musik und live spielen, kann mir gar nicht anders. Das Mikrofon steht hier und der Ansager daneben. Nicht? Ja. Ja. Das ist hart. Das war sehr hart. Ja. Und da habe ich natürlich im Funkhaus in die Seele auch besetzt, also nachts hauptsächlich. Nicht? Und wenn man dann Ansprüche stellt, wie ich mit Paganini und Sarasate und Wieniawski und so Zeug, nicht? Meine Herren. Das war eine schwierige Zeit, ja. Da habe ich die Nächte sehr oft im Funkhaus verbracht. Das heißt also, sie haben sich, erstmal mussten sie Material auswählen, ganz klar, was geeignet erschien. Ja. Mein Notenschau ist noch ganz voll davon, ich habe es auch noch nicht weggegeben. Mal, nicht? Ich habe auch viel probieren müssen. Und dann natürlich kam auch noch Gänsemoor mit Originalkomposition, was sehr angenehm war, und andere auch. Ich habe da eine ganze Menge Originalkomposition. Es war jedenfalls eine tolle Zeit, wenn man denkt, dass man das alles live machen muss, während man hier so ein Ding hinstellt und das spielt und dann kann alles weitere geschehen. Gibt es eigentlich aus der Zeit noch irgendwelche Aufnahmen? Irgendwie? Ja, die gibt es noch. Ja, ich war in Leipzig sehr lang. Mal eine Woche haben die mich mal rübergeholt von Berlin und da haben wir auch nicht das ganze, aber fast das ganze Repertoire nochmal gespielt. Nicht? Also alle Konzerte auch. Ja. Und die wollten jetzt immer mal eine Platte rausbringen. Sie haben eigentlich schon das fertige Programm, eine CD, haben es aber immer noch nicht geschafft. Ich weiß noch nicht, woran es jetzt hängt. Das ist, ich meine, also ob es schon kommt oder nicht, aber da sind lauter Stücke drauf, die also von mir gar nicht mehr gespielt werden. Nicht? Das sind also ein paar eigene Kompositionen vielleicht, ja. Aber dann, ja komm, nicht? Da ist Paganini drauf und dann, was haben wir noch, Weber und alles so Zeug, was ich da gespielt habe, so Debussy-Sonate sogar, mit lauter so Dings, das haben die nur in ihrem Archiv alles gehabt, haben es rausgeholt, haben es krank genommen, was könnte von denen nehmen. Die schwebt schon über ein Jahr, diese Geschichte, und das Programm liegt auch schon fertig bei mir. Ich weiß nicht, warum das nun noch so lange dauert. Aber das wäre mal eine letzte Gelegenheit, da mal reinzuhören in diese alten Zeiten. Ja. Denn jetzt kommt es ja nicht mehr in Frage, von mir kriegen sie keine... Entschuldigung, Gesundheit. Von mir kriegen sie keine Bach oder... also Bach kriegen sie sowieso fast nie. Das habe ich nur mal gemacht mit Hermann Diener. Da haben wir mal das Trompetenkonzert gespielt, das Brandenburgische Konzert. Ja. Nicht? Mit aufsehenerregender, vollkommen schlackenfreier Trompete. Toll. Da hat er Stundenschmidt drüber geschrieben. Was war gestern los? Der Trompeter blies völlig quer. Und auf meine Informationen höre ich, dass gar keiner war. Das ist ja lustig. Ja, das war lustig. Ja. Naja, aber es ist ja Aber trotzdem... sonst haben wir sowas nicht mal, auch mal als Ult, wenn ich so will. Warum nicht? Und außerdem klingt es auch ganz schön, wenn einer mal ganz schlackenfrei das spielt. Ja. So mühelos, da so beliebig, auch dafür liegen können.